Emma's and Natalie's family is having a very special visitor today. Ihre Cousine Francesca kommt zu Besuch. Francesca wohnt mit ihren Eltern in Frankreich und kommt jedes Jahr nach Berlin zu Besuch. Natalie und Francesca sind nicht nur Cousinen, sondern auch sehr gute Freundinnen. Natalie freut sich sehr auf den Besuch. Das ist meine Cousine Francesca aus Frankreich. Sie ist zu Besuch gekommen und bleibt ein paar Tage. Wir haben sie gestern früh am Morgen am Bahnhof abgeholt, weil sie mit dem Bus gereist ist. Später haben wir einen Spaziergang durch Berlin gemacht und ich habe ihr alle meine Lieblingsorte gezeigt. Es war so ein super Tag und wir hatten sehr viel Spaß. Am Abend sind Francesca und ich in ein Café gegangen und haben Wein getrunken und viele neue Leute kennengelernt. Danach haben wir noch einen berühmten Berliner Club besucht. Die Musik war toll und wir sind bis ganz spät geblieben. So now I have a little assignment for you. We are going to take a second look at the text, and your job is to note all the verbs in the past form that you can find. Are you ready? Let's go. Pause the video and write down all the verbs in the past tense that you can find. Das ist meine Cousine Francesca aus Frankreich. Sie ist zu Besuch gekommen und bleibt ein paar Tage. Wir haben sie gestern früh am Morgen am Bahnhof abgeholt, weil sie mit dem Bus gereist ist. Später haben wir einen Spaziergang durch Berlin gemacht und ich habe ihr alle meine Lieblingsorte gezeigt. Es war so ein super Tag und wir hatten sehr viel Spaß. Am Abend sind Francesca und ich in ein Café gegangen und haben Wein getrunken und viele neue Leute kennengelernt. Danach haben wir noch einen berühmten Berliner Club besucht. Die Musik war toll und wir sind bis ganz spät geblieben. I hope you found a lot of them. Let's go through it one more time together. So first we have sie ist zu Besuch gekommen und bleibt ein paar Tage. She came for a visit and will stay for a few days. Here we have ist gekommen, which is the past form of the verb kommen, to come. We use the auxiliary verb sein, to be, because it's a verb that shows us something relocating from point A to point B. We attached ge and n for irregular verbs in the perfect. Wir haben sie gestern früh am Morgen am Bahnhof abgeholt, weil sie mit dem Bus gereist ist. We have two verbs in the past form here. Haben abgeholt, from the verb abholen, to pick up.
Since it's a separable verb, we squeeze the G between the two parts. Abgeholt. And the other one ist gereist, from the verb reisen, to travel. Another one that is used with the auxiliary verb sein. And why is ist at the end of the sentence here? Great question. We will explain what happened here later in the course. Später haben wir einen Spaziergang durch Berlin gemacht und ich habe ihr alle meine Lieblingsorte gezeigt. Haben gemacht from the verb machen and habe gezeigt from zeigen, to show. Es war so ein super Tag und wir hatten sehr viel Spaß. Here we have war. Es war so ein super Tag. It was such a great day. War is the Präteritum form of the verb sein, to be, and it means was. And we also have hatte, meaning had. So hatte and war are the forms we will use for the auxiliary verbs haben and sein in the past. And then we have am Abend sind Francesca und ich in ein Café gegangen und haben Wein getrunken und viele neue Leute kennengelernt. Here we have sind gegangen from the verb gehen, again with sein. Don't get the wrong impression. More verbs will use the auxiliary verb haben and the smaller part the verb sein. It's just that in this text I tried to squeeze in a lot of them so you remember it. And we also have haben getrunken from the verb trinken. It's irregular and changes its stem, as you can see. And kennengelernt, also a separable one from kennenlernen, to meet. G squeezed between the two separable parts. And if you're wondering why there is not another auxiliary verb here, the haben here will be used for both trinken and kennenlernen. So if you have two verbs in the perfect in the same sentence, which will use the same auxiliary verb, you can use it only once. And danach haben wir noch einen berühmten Berliner Club besucht. Haben besucht, from the verb besuchen, to visit. But this one doesn't have the G in front of the verb. Is this then even perfect? Yes, yes, it is. But where is the G at the beginning? Well, that is something we will discuss in the next lesson.